Also, ich finde es jetzt toll. Also, ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe gedacht: „Okay, das ist bald“, aber dass da was passiert, war mir nicht klar und dass das so ein Hype auch fast ist. Also, ich war jetzt zum ersten Mal am Wochenende im Olympiapark, da wo dieser riesen Waldi steht. Durfte ich mich draufsetzen, hatte ich meine Tochter fotografiert. Und ich habe gedacht: „Also, das ist schon irgendwo der Wahnsinn.“ Also, ich habe 2 Semester in Braunschweig an der Hochschule studiert, um dann ins Grafikstudium einzusteigen. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob ich das wirklich als Beruf, äh, dann als Grafikerin wirklich wollte und habe gedacht: „Jetzt mache ich erst mal 'n Praktikum, schaue mir das mal aus der Nähe an“, und dann durch verwandtschaftliche Beziehungen und so weiter hieß es dann: „Ja, da ist der Otto Eicher, frag den doch mal, ob du da vielleicht unterkommen kannst.“ Und, er hat gesagt: „Ja, wollen Sie nach Ulm oder wollen Sie nach München?“ Habe ich gesagt: „Ja, München ist doch schön, gehe ich halt dahin.“ Und dann habe ich als Praktikantin angefangen und habe angefangen, Schriften zu zeichnen und so. Die ist, gelandet, weil der Herr Daume einen Dackel geschenkt bekommen hat, so eine Dackeldame mit Ahnenbaum, Stammbaum und alles. Und da hat man gesagt: „Ja, jetzt ist da schon, das ist der Dackel, das ist doch toll, dann nehmen wir doch den als Maskottchen.“ Bevor da irgendwelche Wolpertinger oder Schäferhunde oder so aufkommen. Und dann haben halt, der Eicher und ich haben uns hingesetzt und gesagt: „Wie könnte ein Dackel in den Farben, wie könnte das eigentlich funktionieren?“ Haben uns auch von Zeichnern 'n paar Zeichnungen machen lassen, so das Typische vom Dackel und so. Und Eicher hatte mich gefragt: „Hast du Lust, das zu machen?“ Habe ich gesagt: „Ja, klar, Dackel ist doch gut.“ Also 'n Rauhaardackel, ne? Ist also wirklich so die gerade Schnauze und der gerade Rücken auch, so das Ganze, wie er so gebaut ist, und den Schweif, den muss er dann immer hinten rausstellen. Eigentlich eher kurze Beine, aber er hat so was Stolzes. Also, er ist selbstbewusst, ist er auf jeden Fall. Also, es gab, verschiedene Herstellungsmöglichkeiten. Prinzipiell wollten wir halt unbedingt diesen Steckwaldi hier, und dass den die Firma Steif gemacht hat, das war eigentlich mehr ein Zufall, was aber auch damit zusammenhing, dass der Herr Eicher also partout kein Plüschtier wollte, sondern es musste schon immer auch die Streifen mussten klar getrennt sein und so. Ich glaube, es sollte schon wirklich auch einfach ein Spielzeug sein, was man auch gern einfach mit nach Hause nimmt, so als Andenken. Ganz wesentlich einfach auch das durch die Streifen und die Farben vermitteln ganz klar, wo er hingehört. Was jetzt nicht unbedingt bei den anderen Maskottchen, die es jetzt gibt, die kann man eigentlich austauschen. Das war nicht so geplant, weil wir wussten ja nicht, was es für Maskottchen in der Zukunft geben wird. Aber die Form musste stimmen und die Farben mussten stimmen. Ich glaube, nach so 'nem kurzen Moment des Zögerns, ging das sehr schnell, dass der sehr, sehr, sehr erfolgreich war und sehr, sehr gern gekauft worden ist von den Leuten als ein Andenken. Aber das hatte schon 'ne eigene was Eigenes, so wenn man den Waldi mitgenommen hat. Das erzählen mir auch heute noch viele. „Ja, den habe ich auch noch im Schrank.“ Ja, ja. Also, für mich war Otto Eicher als Lehrer, ich konnte mir nichts Besseres vorstellen, als was ich da gelernt habe. Auch diese Geradlinigkeit, das war eigentlich etwas, wo ich von alleine nicht drauf gekommen wäre, dass das eigentlich mich sehr angesprochen hat. Da konnte ich einfach wirklich, da so sehen, dass das Zukunft hat, auch für mich. Also, so. Ich habe eigentlich, alles verwendet, was ich da gelernt habe. Sei es also vom Raster, Typografie, Schriftgrößen, Schriftanwendung, Mehrspaltigkeit und wie man Bilder platziert und welchen Freiraum man und so, das habe ich eigentlich alles beim Otto Eicher gelernt.